Hello and welcome to LearnGermanGames.com, the only place where you learn German while playing games with me. Now, when I say learn German, I don't mean for absolute beginners. So if you're an absolute beginner, visit my channel Learn German Games and watch my short videos. They will be much easier for you. This one would be too overwhelming, but if you're intermediate or advanced, there's a lot of things for you here to learn in a fun way, because at some point you stop being able to just memorize list of words. You need context, and this is what we have this here for. In addition to the game, you also have mini exercises in the middle of the video and the end. So make sure to subscribe to the channel to be able to participate in the live chat, because the live chat is only for subscribers to keep spammers off. Yeah. Knowing that, make sure to follow the subtitles, and let's continue our game. So last time we were playing and trying to get this egg here. We were almost there, so we're gonna get it now. Also, wir brauchen dieses Ei hier. So. Okay, wir haben das Ei mitgenommen, sehr gut. Wir kehren jetzt zurück. Wo müssen wir hin? Ich glaube, wir müssen nach links. Und zwar jetzt nach unten, glaube ich. Ja, hier. Leider kann sie nicht rennen. Hi. Nein, nein, ich will nicht reden. Hallo? Ja, nach links hier. Hey, willkommen zurück. Ja, und weiter nach links, glaube ich, hier. Genau. Wer ist dieser Mann da? Bitte lege deine Opfergabe in die Schalen der Erleuchtung. Welche Opfergabe? Hallo? Hi, bist du... Du kannst mich Father nennen. Oh, ja, entschuldige, Vater. Nein, Father. Fast so wie eine leichte, wunderschöne Feder, nur noch leichter. Harmony hat mir den Namen gegeben. Es ist eine große Ehre. Natürlich. Alright, let's do some explanation. Hey, willkommen zurück. Hey, welcome back. For everybody, I want to use this very short sentence to remind everybody that the Z sound in German is pronounced like a TS sound, like zu. Yeah. So even if you're an advanced learner, a lot of advanced people also have pronunciation issues. Don't ignore them. It's a shame after you put so much effort into learning a language, you would pronounce it not so well. Bitte lege deine Opfergabe in die Schalen der Erleuchtung. Please place your offering in the bowls of enlightenment. Also das Verb hier ist legen. The verb is legen. Ich lege, but also when you're conjugating it in the imperative mood, it's also lege. So this is the singular imperative mood, as in giving a command. Die Opfergabe is something you give as an offering. Yeah, you can see the verb geben as part of the noun as a giving. Yeah, die Opfergabe, and it's feminine because it ends with an E. You can see it from the red color here. In die Schalen, die Schale is a bowl. Also feminine because it ends with an E and the N makes it plural. Yeah. Notice how the in here is in purple because it's accusative. The reason it's accusative is because we're using a verb that has motion. So when you're placing something, you're moving. This is why the preposition in takes the accusative. So die for feminine stays die. Die Schalen der Erleuchtung. You can see that die Erleuchtung is feminine, but here we use der, because this is the genitive case, so it's like the possessive. So that's the equivalent of off. Hi, bist du? Hey, are you?
Du kannst mich Fitzer nennen. You can call me Fitzer. On these clouds, they try to save some letters, apparently because they like to stay light. They're a bit crazy, if you ask me. So you can call me Fitzer. Nennen is to call, as in to name somebody something, not to shout, yeah? In English, you use the same verb, but in German, there's a difference, yeah? Nennen is to call somebody something. Oh ja, entschuldige, Vater. Oh yeah, sorry, Father. She means like father as in a priest. Yeah, she thought the name Fidr stands for father. Nein, Fidr, fast so wie eine leichte, wunderschöne Feder. Nur noch leichter. No, Fidr, almost like a light, beautiful feather. Only even lighter. Also leicht is light as in not heavy. And you can see leichter takes an E here. Fast so wie eine leichte, wunderschöne Feder. Actually, I am not sure why he did that, because I think it should be ER. Because der Feder is actually, no, die Feder, sorry. My bad, die Feder is correct. Die Feder, der Feder means something else, yeah. Also die Feder is feminine, that's why we have an E here. And die Feder can mean both a feather and a spring. So you have to know from context. You can see a lot of feathers here in the game, so they mean feather. Nur noch leichter, here it takes an ER because here it means more light, as in lighter. Harmony hat mir den Namen gegeben. Es ist eine große Ehre. Harmony gave me the name. It's a great honor. Die Ehre, also feminine because it ends with an E. Will dich nicht von der Arbeit abhalten. So this is one of the things we can tell him. We haven't said that yet. Don't want to keep you from work. Abhalten is to prevent or to keep somebody from something, to keep off, let's say. Was bewachst du hier? Was bewachst du hier? Ich stelle sicher, dass die Zeit von Bruder Lightbeard nicht vergeudet wird. Weißt du, er ist ein sehr beschäftigter Mann. Susan, bitteschön. Was bewachst du hier? Was bewachst du hier? Bewachen is to guard. You can see the conjugation on the left. It takes an ST because it's conjugated with du, ja? Was bewachst du? The informal you. Ich stelle sicher, dass die Zeit von Bruder Lightbeard nicht vergeudet wird. Ich stelle sicher, dass die Zeit von Bruder Lightbeard nicht vergeudet wird. Stelle sicher is to make sure. You can see it's a separable verb from the dotted lines under it. Sicherstellen. Literally put sure, which is to make sure, dass die Zeit, that the time of Brother Lightbeard is not vergeudet. Vergeuden is to waste. And the conjugated verb here, werd, as in is wasted, is at the end because of das double S. Weißt du, er ist ein sehr beschäftigter Mann. Weißt du, er ist ein sehr beschäftigter Mann. So beschäftigt is busy. And it takes an ER here because man is masculine. And this is the nominative case due to ist, yeah, verb to be. Also, if you're pronouncing this like beschäftigt, it's also correct. Yeah, beschäftigter oder beschäftigter oder beschäftigter are both correct. Dankeschön, Susan. Also bist du Herrn Lightbeards Mann für schwere Schuftereien? Hey, kein Grund für Beleidigungen. Okay, Kimberly, bitteschön. Also bist du Herrn Lightbeards Mann für schwere Schuftereien? Also bist du Herrn Lightbeards Mann für schwere Schuftereien? Schuftereien. Schuftereien? Schuftereien, ja. Schuftereien. Schuftereien, plural of die Schufterei, drudgery. So are you Mr. Lightbeard's man for heavy drudgery?
Seems so. Hey, kein Grund für Beleidigungen. Hey, kein Grund für Beleidigung. Beleidigungen, so it's plural. Also der Grund ist ground, but in this case it means reason. It's the same thing in English. Sometimes you can say this is no grounds for something. It's a bit more informal in English like that. But in German, it's often it's very common to say Grund for to mean reason. Und die Beleidigung ist ein Insult. Dankeschön, Kimberly. Kann ich hoch, um Herrn Leitbert zu treffen? Kann ich hoch, um Herrn Lightbeard zu treffen? Alle sind auf Bruder Lightbeards Wolke willkommen, nachdem sie ihm eine Opfergabe angeboten haben. Natürlich. Jeder muss bezahlen. David, bitteschön. Kann ich hoch, um Herrn Leitbert zu treffen? Kann ich hoch, Herr Lightbeard zu treffen? So make sure to pronounce the CH here. Hoch. Hoch können is to be able to go up. It's a bit strange in German. If you're translating literally to English, you see that there is no go part. She's just saying, can I up? Yeah, can I up to Mr. Lightbeard meet? Treffen, very common verb. Ja, treffen. Alle sind auf Bruder Lightbeards Wolke willkommen. Alle sind auf Bruder Lightbeards Wolke willkommen. Everyone is welcome on Brother Lightbeard's cloud. Nachdem sie ihm eine Opfergabe angeboten haben. Nachdem sie ihm eine Opfergabe angeboten haben. After they have offered him an offering. So everybody has to pay and then they become welcome. Kann ich einfach ohne Opfergabe die Leiter hochsteigen? Kann ich einfach ohne Opfergabe die Leiter hochsteigen? Die Leiter, when it's feminine, it's a ladder. And hochsteigen is the usual verb you use when you're using a ladder. Hochsteigen, ja. Dankeschön, David. Was für eine Art Opfergabe denn? Was für eine Opfergabe denn? Es geht nicht um das Ding, sondern der Gedanke zählt. Das ist aber seltsam. Aha, in der Tat. Ja, tja, bitteschön. Es geht nicht um das Ding, sondern der Gedanke zählt. Es geht nicht um das Ding, sondern der Gedanke zählt. Genau. Make sure to notice sondern here. Whenever you have two ideas that are contradicting in German, use sondern, which is, if you want, it's like saying rather. So it's not about this, but about that. If you want to use that sense, you don't use the verb aber, the word aber, you use sondern. Ja? Es geht nicht um das Ding, it's not about the thing, sondern der Gedanke, the thought, zählt. Zählt is the verb zählen, to count, used just like in English, either figuratively or literally. Yeah? So it's the thought that counts. Das ist aber seltsam. Das ist aber seltsam. Now the literal translation here, but that is strange. But actually, aber here doesn't literally mean aber, it's just an intensifier. It's like saying, this is rather strange. Ja? Vielen Dank, JJ. Meinst du, dass Hamni mir sagen könnte, wie ich von dieser Wolke wieder Oh, runterkomme? das würde ich Bruder Lightbeard lieber nicht fragen. Das würde ihn total runterziehen. Als ob das möglich wäre. Er hat so viel Auftrieb. Aha. Christopher, bitteschön. Meinst du, dass Hamni mir sagen könnte, wie ich von dieser Wolke wieder runterkomme? Meinst du, dass Hamni mir sagen könnte, wie ich von dieser Wolke wieder runterkomme? Meinen is a very common verb and it can mean so many things depending on context, but because it's so frequent, you get used to it. In this context, it doesn't mean to mean, it means to think. Yeah, so do you think, or if you want to think about it that way, you can think of it as, are you of the opinion that, ja, meinst du, dass Hamni
mir sagen könnte, mir here is in the dative case because it's like saying to me, says, can. Yeah, again, das with a double S takes the conjugated verb all the way to the end. Look at my beautiful arrow. I'm very skilled with the mouse here. Wie ich von dieser Wolke wieder runterkomme, that's the verb to mean down, come as in to go down. It's the shorter version of herunterkommen, which is the official version actually, but it's often the case whenever you have verbs that start with herunter or anything with her, you drop the H and the E when you talk and when you say them. That's just very common. So do you think Harmony could tell me how to get off this cloud? Oh, das würde ich Bruder Lightbeard Liebe nicht fragen. Oh, das würde ich Bruder Lightbeard lieber nicht fragen. Oh, I'd rather not ask Brother Lightbeard that. Lieber is the part that gives it the meaning rather. Das würde ihn total runterziehen. Das würde ihn total runterziehen. So this is a bit of a play on words. Runterziehen literally means to drag down, but we are on a cloud here. So he's actually giving us a hint to a puzzle of what we should do, I guess, to go down from these clouds. We're trying to escape the city. Everybody is not allowed, nobody's allowed to leave. Also runter, just like we said with runterkommen, also runterziehen, the original version of this verb is herunterziehen. Down pull or down drag. Ah, als ob das möglich wäre. So viel Auftrieb. Ja, als ob das möglich wäre. Er hat so viel Auftrieb. Ha, as if that were possible. He has so much buoyancy, der Auftrieb. We're using the conditional here, wäre. Yeah, same thing actually in English. That were possible. Vielen Dank, Christopher. Ich nehme nicht an. Okay. Ich nehme nicht an, dass es auch eine große Leiter wie die gibt, die nach unten führt. Als ich das letzte Mal geschaut habe, gingen die meisten Leitern in beide Richtungen. Mhm. Susan, bitteschön. Ich nehme nicht an, dass es auch eine große Leiter wie die gibt, die nach unten führt. Ich nehme nicht an, dass es auch eine große Leiter wie die gibt, die nach unten führt. The separable verb here is annehmen. You can see it from the dashes. Ich nehme nicht an. Often it's often the case where you use this without nicht actually. Ich nehme an, I suppose or I assume, dass es auch eine große Leiter wie die gibt. That also there is a big letter like this one. We're using the verb geben here to exist, if you want to translate it literally. That towards the bottom leads. Führen is to lead. We're referring to the Leiter here with D because Leiter is feminine, yeah? Als ich das letzte Mal geschaut habe, gingen die meisten Leitern in beide Richtungen. Als ich das letzte Mal geschaut habe, gingen die meisten Leitern in beide Richtungen. So schauen is a more of a spoken way to say sehen, to look. Last time I looked, most ladders went both ways, as in both directions, die Richtung. Alright, we have added 34 words to the vocabulary list. Let's practice them. If you're watching this live with us, make sure to send me your answers on the live chat just with numbers. Yeah, you can send me the left number corresponding to the one on the right. Left column is in German and the right one is in English. We saw all these words today, so hopefully you remember some of them. I know it's not that easy to learn so many words at once, but you know, even if you remember just one word, it's better than nothing. You can always watch this video again and watch all the playlist of Broken Age as well, because a lot of words come up over and over again, and the more context you see words in, the more likely it is for you to remember them. Susan in chat says 211, also 211, legen is to place. Ja, gut, Susan. Die Opfergabe. The offering. Die Opfergabe, the offering. Die Erleuchtung is the enlightenment. Natürlich, die Erleuchtung, the enlightenment.
Die Feder, the feather. Die Feder, the feather. Die Ehre, the honor. Die Ära, the honor. Abhalten, to keep off. Abhalten, to keep off. Nennen, to call. Nennen, to call. Die Schale, the bowl. Die Schale, the bowl. Sicherstellen, to make sure. Sicherstellen, to make sure. And make sure you pronounce the ST like a sh sound because the S comes before a T. Ja, sicherstellen. Und bewachen, to guard. Same exercise now with short sentences. Some of them we saw today. Others are just very common, so it's very important for you to learn them. Es ist wirklich teuer. It is really expensive. Es ist wirklich teuer. It's really expensive. Das ist aber seltsam, but that is strange. Das ist aber seltsam. That's strange. Leider Was? weiß ich das nicht. Unfortunately, I don't know that. Leider weiß ich das nicht. Unfortunately, I don't know that. Das hat viel Spaß gemacht. That was a lot of fun. Das hat viel Spaß gemacht. Cutting Christopher off. Ja. That was a lot of fun. Yeah. That's it, yeah. Was zum? What the? The most useful of all. Was zum? Wie bitte? Ist das dein Ernst? I beg your pardon. Are you serious? Wie bitte? Ist das dein Ernst? Excuse me? Are you serious? Das würde ihn total runterziehen. I would totally drag him down. Das würde ihn total runterziehen. That would totally drag him down. Was bewachst du hier? What are you guarding here? Was bewachst du hier? What are you guarding here? Gibt es sowas? Is there such a thing? Gibt es sowas? Is there such a thing? Kommt sie überhaupt? Is she coming at all? Fill in the blanks. Hey, kein Grund für... AJ. Ehre. Ehre? Nein. Oh, No reason ja, for das honor. Insults. Ja, Beleidigungen. genau. Hey, kein Grund für Beleidigungen. No need or no reason for insults. I guess reason would be the literal translation here. Was etwas du hier? There's a verb missing here. Bewachst? Ja, was bewachst du hier? If you're a bit confused about the possibilities here, the verbs are not conjugated. You have to figure it out from the sentences, ja? Das würde ihn total Runterziehen. sehr gut, das würde ihn total runterziehen. That would totally drag him down. Weißt du, er ist ein sehr etwas Mann. Beschäftiger. There's a few letters missing. Beschäftigter Beschäftiger. Mann. Ja. I said In your head maybe. Weißt du, er ist ein sehr beschäftigter Mann. You know, he's a very busy man. Das ist aber Seltsam. seltsam. That's strange. Flashcards. How do you say to place in German? The way we saw it today. Legen. Legen. And what is this guy doing? Was macht er? Bewachen? Bewachen. Yeah, it's a bit confusing. I know it's a verb. Und was ist das hier? Schale.
Was? Die Schale. Die Schale, ja. The offering in German? Die Opfergabe. Die Opfergabe. To keep off. Abhalten. Abhalten, sehr gut. To make sure. Sicherstellen. Sicherstellen. The enlightenment. Die Erleuchtung. Die Erleuchtung. Und was sind das für Sachen? Die Feder. Die Feder. The honor. Die Ehre. Die Ehre. To call, as in to name somebody something. Nennen. Nennen. Sehr gut. Time to order some words. These are sentences we saw today. Kann ich einfach Kann ich einfach ohne Abgabe die Leiter hochsteigen? Kann ich einfach ohne Opfergabe die Leiter hochsteigen? Can I just climb the ladder without making an offering? Sehr gut. Will. Will. Sehr gut. Der. Will der. Der was genau? Hm. Will dich. Will dich. Will dich. Nicht von der Arbeit abhalten. Will dich nicht von der Arbeit abhalten. Don't want to keep you from working. Weißt du? Ja, ich weiß. Ein. Er ist ein sehr beschäftigter Mann. Ja. Das stimmt. Er ist ein sehr beschäftigter Mann. Ich bin ein sehr beschäftigter Mann. Ja, zu mir. Das ist aber seltsam. Das ist aber seltsam. That's strange. Hey! Kein Grund für Beleidigungen. No need for insults. Sehr gut, sehr gut. Wir spielen jetzt weiter. Kann ich einfach ohne Opfergabe die Leiter hochsteigen? Bruder Lightbeard gibt dir die Möglichkeit, dich zu erleichtern. Es ist zu deinem Besten, nicht zu seinem. Ja, ja. Will dich nicht von der Arbeit abhalten. Lass deinen Kopf nicht in die Wolken steigen. Kimberly, bitteschön. Kann ich einfach ohne Opfergabe die Leiter hochsteigen? Kann ich einfach ohne Abgabe die Leiter hochsteigen? So this is a separable verb. Make sure to emphasize the prefix. Hochsteigen. Can I just climb the ladder without making an offering? Bruder Lightbeard gibt dir die Möglichkeit, dich zu erleichtern. Es ist zu deinem Besten, nicht zu seinem. Bruder Lightbeard gibt dir die Möglichkeit, dich zu erleichtern. Es ist zu deinem Besten, dich zu seinem. Genau, so is like Brother Lightbeard gives you the opportunity or the possibility, die Möglichkeit, to lighten your load or to relieve yourself. Es ist zu deinem Besten, nicht zu seinem. It's for your own good, not his. So you pay stuff and you're the one who wins. Typical scammer, if you ask me. Ja, ja. Will dich nicht, ja, das haben wir schon gelesen. Lasse deinen Kopf nicht in die Wolken steigen. Lasse deinen Kopf nicht in die Wolken steigen.
Steigen is to rise, so don't let your head go up in the clouds and then don't let it get over your head, ja. Also, wir geben eine Opfergabe. Ein Ei vielleicht. So, was auch immer. Aber hallo, vorsichtig. Das Ding ist schwer. Können wir jetzt hochsteigen? Diese Leiter ist so lang. Ach so. Er schläft. Ja, hi. Hi. Na sowas. Ein neues Gesicht steigt von unten empor. Bevor du fragst, lass mich antworten. Ja, du darfst auf ewig in Wolkenheim leben. Ich will das aber nicht. David, bitteschön. Aber hallo, vorsichtig, das Ding ist schwer. Aber hallo, vorsichtig, das Ding ist schwer. I emphasize the O here, vorsichtig. Hello, careful, this thing is heavy. Hi. Schnarchen is snoring. Wacht auf, he wakes up. Not wake up, actually wakes up with an S here. Na sowas, ein neues Gesicht steigt von unten empor. Na, sowas. Ein neues Gesicht steigt von unten empor. With sowas, you also emphasize the prefix here, sowas. Also I'm surprised to see something like that. Sowas. Ein Gesicht steigt von unten empor. Emporsteigen is to climb up. It's a little bit formal, slightly. He's trying to talk like a god, I guess. Bevor du fragst, lass mich antworten. Bevor du fragst, lass mich antworten. Before you ask, let me answer. Ja, du darfst auf ewig in Wolkenheim leben. Ja, du darfst auch ewig in Wolkenheim leben. Yes, you may live in Cloudhome forever. He's giving her permission to be a prisoner, and she already is a prisoner, so look at the irony. Wer bist du? Who are you? Wer bist du? Wer bist du? Ich bin Harmony Lightbeard, Fürst der Wolken. Aha. Kannst du mir helfen, Mok Chotra zu töten? So etwas nur zu sagen. Hast du das gerade gelegt? Nein, das ist aus meinem Stapel an. Ich meine, es muss... Bitte beachte das nicht. Jot, bitteschön. Ich bin Harmony Lightbeard, Fürst der Wolken. Ich bin Harmony Lightbeard, Fürst der Wolken. Was? Wolken. Ja, der Fürst is a prince. I'm Harmony Lightbeard, Prince of the Clouds. Kannst du mir helfen, Mok Chotra zu töten? Kannst du mir helfen, Mok Chotra zu töten? Mok Chotra is the monster we encountered in the beginning of the game. If you haven't followed us from the beginning, make sure to watch the playlist of Broken Age on the Learn German Games channel. Yeah. Can you help me kill Mok Chotra? Kill is töten. Another verb for to kill is umbringen. So etwas nur zu sagen. Entschuldigung. Aha, so etwas nur zu sagen. As in saying something like that. How dare you? Hast du das gerade gelegt? Hast du das gerade gelegt? Did you just lay that? She's talking about the egg. So, did you just lay that egg? Nein, das ist aus meinem Stapel an. Ich meine, es muss...
Nein, das ist aus meinem Stapel an. Ich meine, er muss. Yeah, this is just from a pile. I mean, it must be es muss. He's talking about the egg here. We can see, das Ei ist hier. Bitte beachte das nicht. Bitte beachte das nicht. Please don't pay attention to that. Beachten here is also in the imperative singular. Beachte das nicht. Eigentlich wollte ich nur von dieser Wolke herunter. Eigentlich wollte ich nur von dieser Wolke herunter. Oh, ich verstehe. Du hast psychische Störungen, oder? Nur keine Angst, hier bist du genau richtig. Mhm. Christopher, bitteschön. Eigentlich wollte ich nur von dieser Wolke herunter. Eigentlich wollte ich nur von dieser Wolke herunter. Notice here again the absence of the verb to want to go. Yeah. So the verb is herunterwollen. To want down, which is to want to go down. Yeah. Eigentlich obviously means actually. It's very common, but I'm going to add it in case you're not used to it. Start using this very common word in German. Eigentlich. Eigentlich wollte ich, the verb as usual is in the second position in the main clause. This is why we say actually wanted I instead of like in English actually I just wanted. Eigentlich wollte ich nur von dieser Wolke herunter. Actually I just wanted to go off this cloud. Oh, ich verstehe. Oh, ich verstehe. Oh, I understand. I see. Du hast psychische Störungen, oder? Du hast psychische Störungen, oder? Die Störung is a disturbance, but in this case, it's more, it's better to say disorder. You have mental disorders, don't you? To pronounce psychische, let's break it down a bit. First, remember that the Y here is pronounced like a soft U with umlaut, so Ü. Yes, that's your tongue forward to say psy. And then you have to open your mouth after it. Psychische. It's a bit of a challenge, so try to practice it from the end to the beginning. Start with sh, then ische, then sh. I know it's weird, but this is what helps you remember it. Maybe try to look in the mirror, and yeah, if somebody sees you, just have a laugh together. Nur keine Angst, hier bist du genau richtig. Nur keine Angst, hier bist du genau richtig. Just don't be afraid, you're in the right place here. Also genau richtig, whenever you want to say in the right place or in the right time, that's how you say it in German. Hier bist du genau richtig. You've come to the right place to learn German. Here. Okay. Hey, brauchst du das goldene Ei noch? Hey, brauchst du das goldene Ei noch? Das gehört mir. Ich könnte es irgendwann noch brauchen. Ich meine, klar. Nimm es. Ich brauche es so sehr, wie ein Rotkehlchen ein Motorrad benötigt. Ups! Aufgepasst, Feather! Au! Okay, Susan, bitteschön. Hey, brauchst du das goldene Ei noch? Hey, brauchst du das goldene Ei noch? Do you still need that golden egg? Notice how in German noch is at the end still. Das gehört mir! Ich könnte es irgendwann noch brauchen. Das gehört mir. Ich könnte es irgendwann noch brauchen. Gehören is to belong. It belongs to me. You can see the dative here, to me. I could still use it someday. This guy is just like me. It's very hard for me to let go of things, no matter how useless they are. I'm always like, I could always use that someday. Hey, ich meine, klar, nimm es. Ich brauche es so sehr, wie ein Rotkerlchen ein Motorrad benötigt. Ach, ich meine, klar, nimm es. Ich brauche es so sehr, wie ein Rotkehlchen ein Motorrad benötigt. So, das Rotkerlchen is a robin. And benötigen is to need. Let's write it down. Benötigen.
to require or need. So, sure, take it. I need it as much as a robin needs a motorcycle. Ups, aufgepasst, Vater. Ups, aufgepasst, Vater. Ups, watch out, Vater. Ouch. Autsch. Okay. Noch eine Frage. Warum? Ja. Warum sind da Schnüre und eine Schleife an deiner Wolke? Oh, nun, schau. Ich strahle solch eine mächtige Aura der Leichtigkeit aus, dass diese Wolken Hyperauftrieb besitzen. Wenn ich sie nicht festsuchen würde, würden sie in den Himmel schweben. Mhm. David, bitteschön. Warum sind da Schnüre und eine Schleife an deiner Wolke? Warum sind da Schnüre und eine Schleife an deiner Wolke? Why are there strings? Die Schnur, also a piece of string, und eine Schleife, a bow, on your cloud. Oh, nun schau, ich strahle solch eine mächtige Aura der Leichtigkeit aus, dass diese Wolken Hyperauftrieb besitzen. Oh, nun schau, ich strahle solch eine mächtige Aura der Leichtigkeit aus, dass diese Wolken Hyperauftrieb besitzen. Schau is another verb to say look. You can say sehe, siehe, but it's just more common to say schau. And nun is just, well, it's just to bring attention, yeah. Oh, nun schau. Hey, well, look. Ich strahle aus. I emit or I emanate, I radiate. Strahlen ist radiate and aus gives it a direction to the outside. Solch eine mächtige, such a powerful Aura der Leichtigkeit. Aura of lightness. The of is because of der here, this is the genitive. Dass diese Wolken Hyperauftrieb besitzen. So he is radiating such a powerful aura of lightness that these clouds have or possess, besitzen, a hyperbuoyancy. Wenn ich sie nicht festzurren würde, würden sie in den Himmel schweben. Wenn ich sie nicht festzurren würde, würden sie in den Himmel schweben. Festzurren is to lash down securely. And schweben is to float. If I didn't lash them down, they would float up into the sky. All right, we have 57 words in the vocabulary list today. Let's practice some more. Die Erleuchtung, Die Erleuchtung. die Erleuchtung, the enlightenment. Abhalten is to keep off. Abhalten. To keep off. Die Ehre, the honor. Die Schale, the bowl. Die Opfergabe, the offering. Sicherstellen is to keep in and out of my head, to make sure. To make sure. Susan in chat says 8 and 14, also nennen, to call. Die Wachen, to guard. Bewachen, to guard. Die Feder, the feather. Die Feder, the feather. Die Bit Central says 4-7 in chat, but we already did that, sorry. Legen is to place. Oh, ich verstehe. Oh, I understand. Oh, ich verstehe. I see. Okay. I understand, yeah. Du hast psychische Störungen, oder? You have mental disorders, don't you? Show off. Kein Grund für Beleidigungen. 18.
Leider weiß ich das nicht. Fortunately, I don't know that. Bitte beachte das nicht. Please don't pay attention to this. Über Es ist zentral in wirklich chat teuer. says 6 and 19. Es ist wirklich teuer, ja, just like you said. It's really expensive. Das ist aber seltsam, but that is strange. Das ist aber seltsam. Was zum? What the? Das würde ihn total runterziehen. That would totally drag him down. Hast du das gerade gelegt? Did you just put that there? Put that? Did you just put that? Und was bewachst du hier? What are you guarding here? I was daydreaming. Ja. Alright, fill in the blanks. Will dich nicht von der Arbeit Abhalten. abhalten. Don't want to keep you from working. Was etwas du hier? Bewachst. Was bewachst du hier? What are you guarding here? Das würde ihn total Runterziehen. runterziehen. That would totally drag him down. Ich nehme nicht an, dass es auch eine große Leiter wie die gibt, die nach unten Führen. stören. Was? Just make words up. I think that's Joran. Ja, Führen, I heard it wrong. Okay. Führen, I heard stören. I don't suppose there's also a big ladder like that that leads down. Lasse deinen Kopf nicht in die Wolken Schweben. schweben. Ah, Ist to rise. Schweben eben. Steigen. Steigen, ja. Don't let your head go up in the clouds. Was macht dieser Mann? Bewachen. Bewachen. To keep off in German. Abhalten. Abstellen. Abhalten, ja. Abhalten. That's right. To honor, I mean the honor. Ehren. Die Ehre. Die Ehre. Ehre, sehr gut. Die Ehre. Was ist das hier? Die Schale. Die Schale. To call somebody a name or to name somebody. Nennen. Nennen. The offering. Die Opfergabe. Die Opfergabe. The enlightenment. Die Erleuchtung. Die Erleuchtung. Und was sind das für Sachen? Die Feder. Die Feder. Und auch die Feder. Ja. I was doing the second one. Sich stellen. Sicherstellen. Oh yeah, the R there. To place or to lay. Legen. Legen. Word order. What's the first word in this sentence? Ja. Ja. Du darfst Ewig. It's funny how you both made the same mistake at the same time. Auf in Du Wolkenheim. darfst Auf in Wolkenheim ewig leben. ja. In. What do I do with in? No? Auf, No. Oh. Du darfst auf Wolkenheim. And what do you do with in? Don't need it. It's a trick. We recycle it. Recycle.
So I don't want to. Oh, du darfst in Wolkenheim auf ewig leben? Let me help you out. Auf ewig. This is how you say forever. Auf ewig. In I don't want Wolkenheim to go down to leben. Beleidigungen, Yeah. but we all have the same teacher. Yeah. Can you Yeah, blame the teacher, why don't you? Okay, could you al- will could you do. al- could you Jawohl. also just use ewig there alone, or do you always have to say auf ewig? Well, he wants to say like live forever. Yeah. Yeah. So it just makes it clearer, but you can say ewig on its own, yeah. Okay, good. Is it one of those cases where like there's just certain constructs that are common? It's just, yeah, and this construct is just more Idiomatic. natural to have auf ewig here. Das würde Das- ihn total Total. runterziehen. Redemption. Will. Will dich von der Arbeit nicht du Nicht hast von recht. der Nicht Arbeit von der Arbeit abhalten. A bunch of words is what you get. It's I like was- bloody bloody. Was will Susan was doing it ja. right. I was just trying to be tricky apparently. Das ist aber Das ist seltsam. aber seltsam. Sorry. Entschuldigung. All right, we have time for one last comment here. Vielen Dank für deine Hilfe. Bis später. Vielen Dank für deine Hilfe. Bis später. Bleibe leicht, mein Kind. Armer Friseur. Ja, und jetzt können wir das dritte Ei mitnehmen. Leichtigkeit. Hm? Das machen wir nächstes Mal. Next time we're gonna take the egg. For now, let's explain these few sentences. JJ, bitteschön. Vielen Dank für deine Hilfe. Bis später. Vielen Dank für deine Hilfe. Bis später. Thanks for your help. See you later. Bleibe leicht, mein Kind. Bleibe leicht, mein Kind. Stay light, my child. I'm a feather. Arme Fde. Leichtigkeit, lightness. Schnarchen is snoring, and hopefully you are not snoring right now while watching the video, because we are done. Thanks for watching. Remember to like this video. These videos take a lot of effort to do. I hope you find them useful, and ask your questions in the comments below. If you haven't subscribed yet, make sure to do that and ring that bell button to watch us live and participate in the chat. All mistakes are welcome. Without mistakes, you don't learn.